Ich habe festgestellt, dass ich schon sehr lange kein langes Video gemacht habe und heute geht es um eins der neuen Design-Trends für 2024, was ich persönlich super geil finde. Und zwar das Bento Box Web Design. Was vielleicht einige von euch nicht wissen, ist, dass ich Japan, speziell das Design von Japan und die Kultur und so weiter, wirklich sehr gerne mag. Erinnert mich so ein bisschen an Skandinavien, das sind all die anderen Länder, die ich auch gerne habe. Und dieses Design, dieses Konzept der Bento Box hat Apple als allererstes aufgegriffen und natürlich alles, was Apple macht, ist super stylisch. Die haben schon so ein Händchen dafür und ich zeige dir heute, wie du das in Wix nachbauen kannst. Kleiner Disclaimer, das hier ist ein Tutorial für den Editor. Ich zeige dir ganz am Anfang für den Wix Studio, dort geht es signifikant leichter, wie du das nachbauen kannst, aber die Elemente sind letztendlich die gleichen. Los geht's! Für alle, die mich nicht kennen, hi, ich bin Petra und ich liebe Wix. Manchmal mehr, manchmal weniger. Zurzeit mag ich es wirklich sehr gerne. Und wir starten schon mal mit dem Bento Box Konzept. Die Idee hinter der Bento Box ist entstanden aus der Notwendigkeit, Mahlzeiten mitnehmen zu können. Also das heißt, japanische Arbeiter und Reisende haben eine praktische Möglichkeit gebraucht, um ihr Essen mitzunehmen. So fängt die Geschichte der Bento Box. Was hat es mit dem Webdesign zu tun? Im Kern verwendet das Bento Layout eine gridbasierte Struktur, die den Inhalt einer Webseite in mehreren Abschnitten oder Fächer unterteilt. Und in jedem dieser Fächer ist ein spezieller Raum, um bestimmtes Feature darzustellen. Das Klassische an der Bento Box Design ist die abgerundeten Ecken. Also daran erkennt man das, es gibt es allerdings auch im ganz normalen quadratischen Design. Die einfachste Variante, um den Bento Box Design darzustellen, ist sicherlich in dem Wix Studio. Nun, nicht jeder arbeitet mit dem Wix Studio, aber hier zeige ich mal, wie es dann einfach geht. Du kannst entweder hier über die Layout Tools arbeiten und dir Raster dann aussuchen, die bereits angeordnet sind. Du hast auch hier die Möglichkeit, einfach eine Collage auszuwählen. Und dann ist es ebenfalls so wie eben jetzt in dem zweiten Schritt, damit wir das optisch darstellen können, werden wir einfach Container zu diesen Rastern hinzufügen. Dies ist kein Tutorial zum Thema, wie erstelle ich Design im Wix Studio. Wenn du mehr davon wissen möchtest, dann kannst du mir gern das in den Kommentaren schreiben, dann werde ich mich bemühen, mehr in dieser Richtung zu tun. Im klassischen Editor haben wir nicht die Möglichkeit, einen vorgegebenen Grid zu erstellen. Deswegen werden wir uns einfach mit Streifen und Spalten behelfen, was letztendlich nichts anderes ist als die Grid-Option in dem Wix Studio. Dafür hast du mehrere Möglichkeiten. Entweder du gehst hier links auf Elemente hinzufügen. Noch viel schneller geht es, wenn du hier draufklickst. Wichtig ist, dass vielleicht dein Abschnitt groß genug ist. Ich klicke hier einfach drauf und sage Streifen. Damit ich das gut auseinanderhalten kann, würde ich jetzt einfach zu einem Bild tendieren. Es würde sich schon empfehlen, eigentlich vielleicht auch einen Streifen mit mehreren Spalten auszuwählen, aber damit wir das von Anfang an machen, zeige ich dir, wie das geht. Ich klicke jetzt einfach eins aufs Bild, ich schicke es ein bisschen weiter hoch. Nun, im zweiten Schritt müssen wir ja tatsächlich einen Grid erschaffen. Dafür nehme ich jetzt einfach schon mal 2 Spalten. Falls du 3 Spalten haben möchtest, gehst du hier nochmal auf Spalten bearbeiten und dann hast du 3 Spalten. Und nun wähle ich ein Layout. Übrigens, falls du Inspirationen bräuchtest, wie so Layout aussehen kann. Ich habe ein paar Ideen zusammengestellt.
in einer Zusammenfassung, kannst du dir einfach kostenlos runterladen. Den Link verlinke ich nochmal unten. Nun, das sieht ja jetzt alles nicht so aus wie ein Bento noch, ne? Aber ich mache das so, dass ich gerne die Spalten weiterhin als Bilder behalte, weil sonst sehe ich weiß auf weiß, sehe ich nicht. Ich könnte natürlich hier auch den Spaltenhintergrund einfach auf eine Farbe stellen, damit ich das besser auseinanderhalten kann. Im zweiten Schritt ist es wichtig, dass wir auf die Spalte entweder eine Box oder ein Bild legen. Nun, ich wähle hier bereits eine Box mit den leicht abgerundeten Ecken, denn das ist eigentlich das, was wirklich in diesem Design ebenso charakteristisch ist. Passe das einfach alles an und mache das Gleiche in der zweiten Spalte. Nun, ich werde dir gleich einen Trick zeigen, wie du das nur einmal erstellen musst und du kannst dann dieses Design immer wieder verwenden. Ich mache nur noch den Hintergrund auf transparent, denn jetzt habe ich ja sozusagen die Containerboxen, die mit der Spalte verbunden sind. Ich kann jetzt, falls ich tatsächlich noch mehr Container in der Spalte haben möchte, einfach auf Spalten bearbeiten gehen und hinzufügen, und wie du siehst, er dupliziert mir gleich schon die Containerbox mit dazu. Jetzt werde ich einfach den Streifen duplizieren und werde dann das Layout umkehren. Und dann habe ich bereits den Grid inklusive Boxen. Nun ist es so, dass ich hier dazwischen noch Abstände habe, die mir so nicht gefallen. Da muss ich nochmal nachfassen. Das mache ich wie folgt. Ich klicke wieder auf den Streifen und sage, wie der Abstand zwischen den Spalten und zwischen den ganzen sein soll. Machen wir mal hier 2 und 5. Ich finde das hier auch noch ein klein wenig zu breit und so sieht es dann aus. Die Frage stellt sich natürlich, wie sieht das ganze Layout auf Mobile aus? Und dort musst du, wie in allen ebenfalls, nochmal komplett einmal nachfassen, um das Ganze zu erstellen. Und das hat keinerlei Auswirkung selbstverständlich auf die Desktop-Version, sondern nur auf der Mobile-Version. Also das ist auch immer wieder wichtig zu verstehen. Ich arbeite hier gerne mit der Bearbeitungsleiste, die du in den Tools findest. Ganz einfach, weil die mir die Möglichkeit gibt, das Ganze auszurichten, ohne dass ich das hin und her schieben muss, sondern das macht dann der Editor für mich ganz alleine. Alles andere, was jetzt in diesem Grid passiert, wird durch dich dann einfach bestimmt. Du hast die Möglichkeit natürlich hier in der Farbauswahl nochmal unterschiedliche Hintergründe zu gestalten. Du hast auch die Möglichkeit zu sagen, du möchtest einen Rand. Wenn du jetzt hier anstatt der farbigen Containerbox einfach nur eine Umrandung haben möchtest, dann würdest du das so gestalten und hier kannst du dann ein Bild hinzufügen. Falls du Text hinzufügen möchtest, dann ist es wichtig, dass der innerhalb des Layouts der einzelne Spalte zu sehen ist. Hier wäre das Layout
in dieser Form. Wenn du sagst, ich möchte ein anderes Layout haben, dann musst du das hier auf die Spalte klicken, auf Layout klicken und dann verändert sich das Layout. Hier ist nur ein ganz schneller Mockup von dem ganzen Grid. Und ja, und so könnte es aussehen, wenn du sogar noch den zweiten Trend mit dem Dark Mode nehmen würdest, wenn der Hintergrund schwarz ist. Du hast gesehen, wie du mit der Containerbox diese runden Ecken schaffst. Wie schaffst du aber runde Ecken bei Bildern? Dafür gehst du einfach, du machst dir ebenfalls einen Grid, du hast 2 Spalten in diesem Fall, sagst jetzt ein Bild hinzufügen, dann klickst du hier auf Design. Es ist jetzt kein Rahmen, ich könnte sagen, ich hätte gern schon von vornherein dieses Design. Da habe ich die Ecken. In der Regel ist das 30 Pixel. Das ist so eine schöne Rundung. Und dann kannst du es an die Spalte hinhängen und anpassen. Auch hier ist es wichtig, dass du darauf achtest, dass das Layout in der Spalte eingehalten wird und somit bekommst du einen gleichen Effekt auch mit einem Bild. Wenn wir jetzt nochmal nachbauen würden, einen sehr textlastigen Grid, dann würde das wie folgt aussehen. In diesem Uncut-Video siehst du einfach mal, wie lange ich auch brauche. Also ich werde keine Schnitte machen und so weiter. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Subscribe meinen Channel, damit du nichts verpasst. Und falls du Fragen hast, poste diese liebend gerne in die Kommentare. Ich werde sie beantworten, versprochen. Und in diesem Sinne, let's Wix it, deine Petra.